Wem fehlt guter Bass im Auto nicht? Alle, die ein schlechtes Soundsystem drin haben, wo man aufdreht und denkt, mein Gott, warum ist hier kein Bass da? Für den haben wir jetzt genau dieses Video gemacht, weil wir haben hier unter diesem Sitz einen neuen Subwoofer integriert, einen Underseat Subwoofer von Option, und zwar den 10 UA wie Underseat Active, und den stellen wir euch heute vor und bauen den gemeinsam hier ein, damit ihr wisst, was euch erwartet. Jetzt geht's los mit unserem Aktivwoofer Drive 10 UA von der Marke Option. Das ist ein Underseat-Woofer. Der passt also, weil er so flach ist, unter viele Sitze, ob jetzt Beifahrersitz oder Fahrersitz. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich, kann man ja schauen, wo er reinpasst. Wir haben im Prinzip alles mit dabei, um den Subwoofer im Fahrzeug anzuschließen. Wir haben hier einen kompletten Stromanschluss-Kit mit einem 5 Meter Stromkabel mit dabei, bis zur Batterie samt Sicherung schon bereits integriert. Und Massekabel ist hier auch 1 Meter mit dran. Das zeige ich euch alles gleich, wie das funktioniert. Je nach Anbau und Einbau Variante, wie ihr das im Fahrzeug machen könnt, weil wenn ihr ein Nachrüstradio drin habt, also kein Originalradio mehr, dann könnt ihr in der Regel auch eine Cinch-Leitung nehmen, um die Signalübertragung vom Autoradio zum Subwoofer zu gewährleisten. Dafür haben wir ja dann hier drin die Cinch-Anschlüsse, die passenden. Und wenn ihr ein Fahrzeug habt mit Originalradio, also das hat keine Cinch-Ausgänge, hat aber 4-mal Lautsprecherausgänge für vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten links. Und wir nennen das Ganze dann eine Abgriffssituation. Wir greifen den Sound an den Lautsprecherausgängen des originalen Radios ab. Dafür haben wir ebenfalls hier ein 5 Meter Kabelstück mit dabei, um einmal rechten Kanal und linken Kanal entsprechend abzugreifen. Detaillierter zeige ich euch das nochmal ganz kurz im Auto, jetzt hier im Punto. Da haben wir allerdings ein Nachrüstradio drin. Wir werden hier eine Cinch-Leitung verwenden. Und ich zeige euch trotzdem so ein bisschen schemenhaft, was ich meine mit High-Level-Abgriff. Und ja, da kommen wir dann im Auto dazu. Im Lieferumfang mit enthalten ist eine Fernbedienung. Also die macht den Pegel dieses Subwoofers, weil bei vielen Radios kein separater Subwoofer-Ausgang zum Regeln ist. Aber ich möchte vielleicht den Subwoofer laut und leise machen. Egal, ob jetzt mein Frontsystem Bass mehr oder weniger macht, ich will einfach nur mehr Bass im Subwoofer-Bereich drin haben, und den kann ich hier hervorragend direkt regeln. Als Zubehör für die Installation empfehle ich euch für die meisten wegen dem Stromkabel, das in den Motorraum zu ziehen oder unter irgendwelche Verkleidungsteile die Kabel durchzuziehen. Unser Durchzugsband, unser gelbes, das wenden wir jetzt auch gleich an. Wir bräuchten eventuell ein bisschen Isolierband, hier unser Gewebe-Isolierband, um die Kabel an entsprechender Stelle ein bisschen zusammenzuwickeln, dass es sauber ausschaut. Und wenn wir einen High-Low-Abgriff machen, also sowas mit dem Kabel hier, haben wir auch extra ein HL-Set. Hier sind bereits alle Stecker, Quetscher, Abgreifer mit integriert, dass ihr praktisch bloß noch dieses eine Set braucht, und ihr könnt für alle Varianten, die es im Fahrzeug vorzufinden gibt, entsprechend die richtige Lösung nutzen, und es ist im Prinzip alles schon fix und fertig. Wir wollen es euch ja so leicht wie möglich machen. Der Drive 10 UA hat einen integrierten High-Low-Adapter. Deswegen ja auch dieser direkte Abgriff, da ist keine Elektronik mehr dazwischen. Rechter Kanal drauf, linker Kanal drauf, anstecken, fertig und läuft. Man muss dazu sagen, es gibt auch externe High-Low-Adapter, zum Beispiel unseren Helix AAC.3. Ich weiß, der kostet ein bisschen Geld, aber der holt tatsächlich aus diesem Signal, das ich da abgreife, in Form von Cinch-Kupplung, also ich fahre dann wieder auch mit Cinch-Kabel weiter, holt er noch den maximalen Klang aus dem Bassbereich mit drauf und fügt alles mit zu. Also wer es wirklich ganz rund haben mag im Bassbereich, ist meine Empfehlung, ein AAC.3 zu kaufen für Originalradios. Wenn ihr ein Nachrüstradio mit Cinch-Ausgängen habt, braucht ihr den natürlich nicht, da braucht ihr nur noch die Cinch-Leitung. Das passende Video zu diesem High-Low-Adapter AAC.3 haben wir euch natürlich auch unten im Videobeschreibungstext verlinkt.
Da zeigen wir euch genau, wie das Ding an Originalradios installiert wird, damit ihr danach eine Cinch-Leitung habt, um auf den Subwoofer direkt reinzufahren. Alle von uns vorgestellten Artikel, unser Drive 10 UA, Durchzugsband, Isolierband, HLZ, AAC.3 oder eine Cinch-Leitung, alle Artikel findet ihr bei uns im Webshop und die passenden Links dazu haben wir euch natürlich unten im Videobeschreibungstext integriert. Unser Drive 10 UA ist jetzt wirklich extrem flach mit seinen 8,2 cm Höhe. Er ist 36,9 cm lang und 27,5 cm breit. Das Ganze ist hier in einem Aluminium-Druckgussgehäuse drin. Das ist so ultra hart. Das braucht man auch, damit der Bass richtig gut kommt, weil das Volumen, wo hier komprimiert wird durch den Subwoofer, das erzeugt einen Wahnsinnsdruck. Hätte ich hier so ein Kunststoffgehäuse, dann wird es mitvibrieren und mir die ganze Leistung vom Subwoofer nehmen. Hier ist ein 25 cm Subwoofer verbaut, der tatsächlich mit diesem kleinen Gehäuse bedingt klarkommt. Bedingt ist es natürlich so, dass ein großes Gehäuse auch mehr Druck erzeugen würde. Der Woofer würde brutaler spielen. Aber für das, dass es eben den Sinn erfüllen soll, unter den Sitz zu passen, geht man ein bisschen Kompromiss ein. Der macht echt einen guten Bass. Aber halt nicht so brutal wie so eine riesen Box, die man sich in den Kofferraum reinstellen muss. Die integrierte Endstufe hat eine Leistung von 120 Watt reiner RMS-Leistung und in dem ganzen Modul ist auch nochmal ein Filter integriert, wo ich dem Subwoofer sagen kann, zwischen 50 und 100 Hertz regelbar als Low-Pass-Filter, also dass der gar keinen Mittelton mitmacht und dröhnig klingt, sondern echt einen richtig guten Bass macht. Wir haben noch einen Phasenschalter. Wer sich fragt, was macht man denn damit? Wenn ich zum Beispiel im Fahrzeug nicht weiß, welches vom rechten Kanal, ich mache jetzt einen Lautsprecherabgriff für meinen Soundabgriff und ich weiß jetzt zwar, das ist das rechte Kabel und das ist für den linken Lautsprecher das Kabel, aber ich weiß nicht, was ist Plus und was ist Minus. Wichtig ist bloß, dass rechts und links zumindest die gleiche Kombination hat, aber dass der Woofer dann optimal mit dem Frontsystem zusammenspielt, wo ich gerade den Soundabgriff mache. Und ich bin mir aber nicht sicher, war jetzt plus rot oder war plus gelb, je nach Fahrzeug ist es manchmal ganz unterschiedlich, kann ich über den Phasenschalter ganz vorsichtig mal hören, klingt der Bass, wenn ich den gedrückt habe, tatsächlich vielleicht sogar besser, runder, voluminöser in Verbindung mit dem Frontsystem oder wird er vielleicht sogar schlechter, dann schalte ich einfach wieder zurück, dafür gibt es den Phasenschalter. Im Lieferumfang ist natürlich auch eine bebilderte Anleitung mit dabei, dass ihr seht, welche Kabelfarbe welche Funktion hat und welche Verbindung zwischen Cinch und High-Low-Adapter, wie das Ganze gemacht wird, hier als Schaltbild. Wir zeigen euch natürlich heute hier in diesem Video an einem Fallbeispiel, dem Fiat Punto, wie man sowas einbaut. Hier ist er also, wie angekündigt, unser Fiat Punto, älteres Baujahr. Aber solche Fahrzeuge sind ja noch genügend auf der Straße und was die alle haben, einen ganz schlechten Sound. Und da hilft unser Aktivwoofer natürlich extrem gut weiter. Ganz easy hinter den Sitz anbringen und hier reinpacken. Und das schließen wir jetzt alles komplett an. Und wir haben hier auch jetzt eine 3 Meter Cinch-Leitung verwendet, weil wir haben hier ein nachgerüstetes JVC-Radio. Können wir jetzt auch gleichsetzen mit Kenwood, Pioneer, egal was. Also kein Fiat und kein Mercedes und kein VW-Radio, sondern eben was Nachgerüstetes. Und wir haben hier diese Cinch-Ausgänge. Solche Aktivwoofer sind in der Regel dafür gedacht, in Fahrzeuge, die eigentlich noch ganz völlig original sind, also samt originalem Autoradio, darauf zu adaptieren. Deswegen ist auch die Cinch-Leitung im Lieferumfang nicht dabei. Je nachdem, ob ihr dann auch den Woofer unter den Sitz baut, langt euch eine 3 Meter Cinch-Leitung. Wollt ihr den Woofer tatsächlich vielleicht sogar in den Kofferraum reintun, weil da der Platz einfach noch günstiger ist und vielleicht der Woofer unter dem Sitz in deinem Fahrzeug nicht reinpasst, brauchst du eine 5 Meter Cinch-Leitung mit dazu. Liegt also nicht im Lieferumfang mit dabei, sondern nur der Abgriff auf ein Originalradio mit dem High-Low-System. Sprechen wir nachher mal kurz an. Jetzt legen wir die Stromversorgung rein. Plus und Minus für den Subwoofer. Mit unserem Powerkabel, das ist ja 5 Meter lang, müssen wir einfach nur auf die Batterie gehen. So. Und da auf dem Pluspol mit drauf oder da, wo es halt möglich ist,
das Kabel mit der angehängten Ringöse einfach mit drauf zu klemmen. Hier haben wir unsere Pluspolklemme. Da hängen jetzt schon Kabel drauf, Zuleitung, Ableitung zum Fahrzeug. Und tatsächlich in dem Fahrzeug ist es sehr einfach, mit der bereits angegrimmten Ringöse auf dem Kabel samt dem Sicherungshalter ist ja alles schon dran. Wir müssen hier drauf gehen und das Kabel hier mit drauf schrauben. Aber bevor wir das am Pluspol festmachen, ziehen wir das restliche Kabel natürlich auch im Auto gleich dahin, wo es hin muss, zum Subwoofer. Und dazu müssen wir uns, wie bei jedem Fahrzeug, einen Durchgang suchen, wo wir mit dem neuen Stromkabel hier durchkommen bis in die Fahrgastzelle. Beim Punto ist es relativ einfach. Da ist direkt da dran eine Muffe. Also das ist jetzt wirklich kein Problem, ist bei jedem Auto ein bisschen anders. Wir haben ja schon viele Videos auch gezeigt, wo man durchkommt, wie das Ganze funktioniert. Man muss halt einfach ein bisschen offenes Auge haben. Aber wir gehen genau durch die Muffe jetzt durch. An dieser Stelle kommt jetzt natürlich sofort unser gelbes Durchzugsband zum Einsatz. So, dann können wir nämlich unser Durchzugsband hier soweit mal nach Innenraum ziehen und schauen, wo das im Innenraum zu finden ist. So, da kann man mal unten reinlangen, mal schauen, wo das rauskommt. Ja, da habe ich es schon, schau mal. Also beim Punto ist das jetzt wirklich überhaupt kein Problem. Das können wir jetzt von innen zurückziehen und da hängen wir jetzt auf der anderen Seite unser Stromkabel dran. Hier können wir mit einem Isolierband unser Stromkabel anhängen und zwar richtig fest dran ziehen, damit sich das nicht von alleine löst beim Durchziehen, wenn es mal kurz hängen bleibt. Und damit sind wir jetzt startklar. Und jetzt können wir kinderleicht das Kabel von hier drinnen abnehmen. Schaut mal, und da ist es schon. Das können wir natürlich jetzt wieder wegmachen. Und die Stromversorgung haben wir jetzt schon im Fahrzeug drin. Damit fahren wir jetzt hinterm Radioschacht und hinterm Handschuhfach bis ganz nach rechts auf dem Schweller oder in dem Schweller bis an den Sitz dran und da unterm Teppich bis zum Subwoofer. Bei einigen Fahrzeugen kann man hier an der Seite vom Sitz das Kabel tatsächlich durchlegen, weil das teilweise schon aufgeschnitten ist oder offen ist von der Konstruktion her. Wir beim Punto, da ist mir alles viel zu viel Arbeit. Da drinnen können wir einen kleinen Schnitt reinmachen in den Teppich und das Kabel nachher unten durchziehen. Plus liegt ja jetzt bereits hier. Wir können jetzt noch von unserem Stromanschlussstecker die Masse hier an der Seite abgreifen. Da haben wir tatsächlich beim Punto ganz leichtes Spiel. Hier ist Masse, weil das ist eine Schraube, die direkt in die Karosserie geht und damit optimal für uns geeignet ist. Wir können jetzt unsere Cinch-Leitung auf dem gleichen Weg hier verlegen, wie wir das Powerkabel auch gelegt haben. Müssen wir auch bis daher nur noch bis zum Radioschacht hoch. Und wenn wir unsere Cinch-Leitung verwenden, dann brauchen wir auch eine Remote-Leitung, damit die Endstufe dann anschaltet, wenn wir das möchten. Dafür gibt es auch einen Steckplatz am Radio oder einen Anschlusspin. Das zeige ich euch gleich. Wenn ihr das Ganze mit dem High-Level-Input macht, dann entfällt tatsächlich diese Remote-Leitung. Die braucht ihr nicht mit anschließen, weil da erkennt dann automatisch dieser High-Low-Adapter im Subwoofer, jetzt ist Sound da und schaltet automatisch an. Also wie gesagt, wir müssen aber jetzt in dem Fall Cinch-Kabel und Remote-Leitung reinlegen. Und das machen wir am besten nicht exakt an dem Stromkabel entlang und schon gleich gar nicht zusammenbinden mit dem Stromkabel, sonst könnte es Störungen geben. Allerdings muss man dazu sagen, bei einem Subwoofer, die Störungen, die man über sowas hören würde, also Lichtmaschinen pfeifen, würde man über den Subwoofer gar nicht wirklich hören, weil das sind die Frequenzen, die werden sowieso über den Filter abgeschalten, kommt ja nur noch Bass raus. Also die Sache muss man an der Stelle nicht zu ernst nehmen, das wäre was anderes, wenn man an der Endstufe oder eine Endstufe verkabeln, die auch Lautsprecher betreibt für Hochtöner. Bei uns beim Subwoofer müssen wir jetzt nicht allzu sehr aufpassen damit. Jetzt zeige ich euch die Varianten des Signalabgriffs. Also wir haben uns ja für die Cinch-Leitung entschieden. Die brauchen wir jetzt hier nur noch anstecken und haben jetzt auch schon das Soundsignal vom Autoradio auf unsere Cinch-Leitung bis zum Subwoofer.
Jetzt ist es so, wer solche Cinch-Anschlüsse nicht hat, und das sind in der Regel alle Werksradios wie VW, Audi, Mazda, egal was, die haben im Prinzip nur solche Kabel da dran hängen. Und auch wie dieses Radio, das sind unsere Lautsprecherausgänge, also da, wo einfach nur Lautsprecher angeschlossen sind, wo Musik rauskommt. Und wir haben hier auch die Remote-Leitung drin bei unserem Autoradio. Oft gibt es Autoradios, da hängt nur eine blau-weiße Leitung raus. Da steht schon Remote drauf. Das müssen wir jetzt mit unserem blauen Remote-Kabel verbinden. Entweder mit ganz normale Quetschverbinder oder was ich jetzt mache, was ich euch jetzt gern zeige, weil wir diese Soundabgriffe, die wir machen würden, wenn wir keine Cinch-Leitung hätten, dann würden wir ebenfalls genauso mit diesen Stromdieben arbeiten, genauso wie ich es jetzt mit der Remote-Leitung mache. Das nehme ich nämlich jetzt, das ist in unserem HL-Set drin, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, und kann das jetzt zumachen und mit einer Kombizange über das Kabel drüber quetschen. Und jetzt hat sich das praktisch reingebissen und jetzt kann ich diese Remote-Leitung nehmen. Die kann ich jetzt in dem Fall auch ein bisschen kürzen. Ansonsten wäre jetzt auf dem anderen Ende des Remote-Kabels solche Quetschverbinder, wie wir sie gerade eben hier schon hatten, dass man das zusammen machen kann. Wir nutzen die jetzt in dem Fall gar nicht mehr. Das machen wir weg. So, wir können jetzt nämlich hier das Gegenstück für unseren Stromdieb aufquetschen. So. Und jetzt machen wir diesen Abgriff so. Da steckt man den rein und damit kriegen die zwei Verbindungen. Hier ist ein Metall drin, das sich hier eingebissen hat und wo der jetzt drauf gequetscht worden ist. Und das müsste man mit den Musikkabel hier ganz genauso machen. Rechter und linker Kanal abgreifen. Also wir brauchen bloß zwei Kanäle. Und das wären ja auch dann von unserem beiliegenden Kabelkit, das nachher am Subwoofer angesteckt wird, die zwei einfach abzugreifen. So, wir haben jetzt noch die Fernbedienung, die schließen wir mit an, weil ich möchte schon regeln, wie laut der Bass mal sein soll. Und da kann man an der Seite hier auch ganz unkompliziertes Kabel legen. So. So, das ziehe ich jetzt unten durch. Gut. So. Wir haben alle Kabel, die wir jetzt für den Anschluss des Subwoofers brauchen, bereits unterm Sitz. Jetzt mache ich die Kabel noch ein bisschen schön beieinander, weil das ist natürlich nicht gut, wenn man das Kabel so rumliegen lässt, weil zum Schluss hängt es nur über der Schiene und scheuert sich durch. Das braucht kein Mensch. Immer schön zusammenbinden, die Kabel auf die Seite packen, dann ist das auch wirklich eine coole Sache. Am Anschlussstecker ist die Masse ja direkt verbunden, plus können wir jetzt direkt anstecken. So, jetzt ist das auch beieinander. Und hier ist auch die Remote-Leitung zu finden. Und damit haben wir einen einzigen Anschlussblock, wo wir die einzelnen Kabel hier schön zusammenfassen können. Dann stecken wir mal alles an. Hier unsere Fernbedienung. Dann haben wir Cinch-Leitungen, einen Stromanschlussblock, wo wir jetzt alle Kabel dran haben. Und jetzt können wir auch, also der bleibt hier frei, das ist ja für den High-Low-Abgriff, den brauchen wir nicht, dafür haben wir unsere Cinch. Und jetzt können wir als Voreinstellung, kann ich eigentlich fast pauschal sagen, geht bei dem Woofer auf Linksanschlag, was die Frequenz betrifft, also 50 Hertz. Der passt auf jeden Fall im Auto drin, dann fängt er nicht an zum Dröhnen und macht einen schönen Bass. Und den Pegel, den könnt ihr durch das, dass wir die Fernbedienung hier angeschlossen haben, könnt ihr natürlich auf Linksanschlag lassen. Genau, weil wir können über die Fernbedienung auch wieder den Pegel wegnehmen. Den Knopf, diese Phase habe ich euch vorhin schon kurz erklärt, das hören wir uns jetzt einfach in Ruhe an. Passt es wirklich zum Frontsystem? Einmal drücken oder nicht gedrückt machen. Das sind zwei unterschiedliche Schalterstellungen, die man ausprobieren kann, wie es einem besser gefällt. Wir machen jetzt noch die Stromversorgung vorne an der Batterie endgültig dran. Jetzt ist ja alles fertig verkabelt.
Wenn das Ganze soweit eingestellt ist, man ist mit dem Sound zufrieden, kann man die Kabel hier hinten drin noch ein bisschen besser verstauen. Deswegen lasse ich den jetzt momentan noch draußen, falls ich doch noch was verstellen möchte. Und im Lieferumfang liegen auch so Schräubchen mit dabei, wo man in den Teppich ein bisschen rein fixieren kann, damit der nicht in der Gegend rumrutscht. Das langt völlig aus, der kann ja dann irgendwo hin. Hat ja kein Geld und wir können dabei aber auch gute Musik hören. Leute, los geht's mit dem Soundcheck. Wir haben jetzt hier das Radio so eingestellt, alles auf Flat, Bass auf 0, Fader, Balance, alles auf 0. Und wir haben jetzt hier ein sehr bassgehaltvolles Lied. Und ohne, also ich habe den Regler noch komplett auf 0. Man hört gar nicht so richtig, dass überhaupt Bass da ist. Dass überhaupt Bass da ist. Und das ist auch bei vielen Autos so. Die klingen so schlecht, da hört man gar nicht, was eigentlich möglich wäre. Jetzt drehe ich mal Bass rein. Da ist Grundton da ist Fülle, wie ein Soundsystem, wenn ich es heute neu kaufe. Da ist Bass. Ohne Bass. Langweilig. Das sind Welten, Leute. Also für so eine schnelle Ergänzung, für so eine Soundanlage wie die hier, die einfach sehr dürftig ist und da den Subwoofer mit dazu ergänzen, mit wenig Aufwand, ist das mega, weil jetzt denke ich, das für ganz viele Leute reicht es völlig aus, was jetzt an Bass da ist, weil das ist nämlich genau, nein, das ist sogar noch mehr Bass, als wenn du ein richtig brutales Frontsystem hättest, wo richtig schiebt. Jetzt mit dem Subwoofer können wir quasi auch ein lasches Soundsystem haben und den Subwoofer mit dazu, der powert jetzt richtig rein, so dass das richtig Spaß macht, mal richtig Musik zum Hören. Und ob dein Spotify jetzt glüht oder nicht, ich wünsche euch viel Spaß daheim. Und als Tipp würde ich sagen, ihr könnt auch mal versuchen, den Woofer umgekehrt einzubauen, dass die Membranfläche nach unten spielt. Aber ihr müsst schauen, es geht auch nicht in jedem Auto. Ihr müsst schauen, dass da 2 cm Luft drin zwischen Teppich und Membran ist, damit es richtig rausarbeiten kann. Da hat man sogar noch ein bisschen mehr Basszuwachs im tieferen Bassbereich. Also ihr könnt es mal ausprobieren, es ist eine riesen geile Geschichte. Und ansonsten könnt ihr uns ja abonnieren, weil wir bringen mehrere solche coole Subwoofer-Videos. Und da freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald, euer Olli.